Die früheren Generationen sind verantwortlich für die Schwierigkeiten der jungen Menschen heute. Finde ich jetzt ein bisschen eine harte Unterstellung. Natürlich prägt immer das, was vorher war, die Zukunft, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so einen direkten Zusammenhang hat. Weil trotzdem noch bis zu einem gewissen Grad jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ich finde, dass die jungen Menschen heute die größten Schwierigkeiten bereiten und nicht die früheren Generationen. Dass immer mehr Jugendliche zum Saufen beginnen und rauchen und so, das war früher alles viel strenger, weil auch die Lehrer mehr Macht hatten und die Eltern auch viel strenger sein durften. Und jetzt, wenn die Eltern mal ihr Kind lauter anschreien, dann wird gleich zum Jugendamt gegangen. Also ich glaube, dass es jetzt eigentlich die schlimmste Generation ist und früher das noch neutraler war. Die Solidarität zwischen alt und jung ist nicht da. Man hätte vor Anfang auch wahrscheinlich mehr auf die Umwelt schauen müssen und dann hätten wir weniger Probleme. Gerade jetzt halt mit Klimaerwärmung und solche Sachen. Die früheren Generationen sind natürlich in gewisser Weise verantwortlich für das, wie unsere Gesellschaft im Moment aussieht. Aber man kann ihnen nicht alles in die Schuhe schieben. Ja und nein. Zum Beispiel der Umgang mit Wirtschaft, mit Geld, mit Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wenn die Generationen vor uns zum Beispiel gedacht haben, eigentlich ist uns wichtig, reich zu werden, schnell reich zu werden, nur an ökonomischen Teil irgendwie interessiert zu sein, aber nicht daran zu denken, hey, uns geht es im Moment gut, aber vielleicht in 100 Jahren werden die Leute eher verrecken oder so. In dem Fall, glaube ich, ist das eher etwas schief gelaufen. Wenn man gerade nach Griechenland schaut, ist recht offensichtlich, dass die wirtschaftliche Lage großteils durch die derzeit regierenden Menschen geschaffen worden ist, was im Prinzip unsere Elterngeneration ist. Und dass dann die Jugend, die halt jetzt 17, 18 sind und auf den Arbeitsmarkt drängen, dass die da schwierige Situationen vorfinden, ist sicher der Elterngeneration zuzuschreiben in diesem konkreten Fall. Aber auf der anderen Seite sicher gibt es auch Generationen, die eher daran gedacht haben, hey, wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages auch eine Arbeit haben oder ein sicheres Zuhause. Wir sind auch verantwortlich dafür, wie die Welt in 50 Jahren ausschaut für die nächsten Generationen. Ich glaube sogar sehr, schon auch, ja. Wenn man es jetzt ganz einfach spricht und sagt, die älteren Generationen erziehen die jüngeren. Ja. Schon mal Werte, Moral etc., da fängt es an. Sonst brauchen wir alle nicht überlegen, wie viel Benzin oder Diesel unser Auto verbraucht, ja. Oder dass wir Sonnenenergie machen, weil für uns wird es sicher noch reichen. Ja. Die früheren Generationen sind verantwortlich für die Schwierigkeiten der jungen Menschen heute. Für mich ist der Zweite Weltkrieg hier ein gutes Beispiel, denn diese Generation, was jetzt genau meine Großeltern betrifft zum Beispiel, zu gewissem Maße sind sie natürlich verantwortlich für das, was damals passiert ist. Aber irgendwann, denke ich, muss auch mal dieses Es tut mir leid aufhören. Wir sind jetzt die dritte Generation nach dem Weltkrieg und ich habe immer noch ab und zu das Gefühl, dass ich mich dafür entschuldigen müsste, was damals passiert ist, obwohl ich noch gar nicht geboren war. Also ich glaube, dass jede Generation ihre Schwierigkeiten hat und dass man sich heute nicht vorstellen kann, wie es unseren Großeltern im Krieg gegangen ist. Und das kann man aber nicht nachvollziehen. Man kann Dinge nicht nachvollziehen oder Situationen, in denen man selbst nicht war. Ja, also an meiner persönlichen Situation sehe ich es so, dass ich eigentlich irrsinnig davon profitiert habe, dass die Generation meiner Großeltern und meiner Eltern so gelebt hat, dass ich eine schöne Zukunft habe. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sollten Arbeitsplätze jungen Menschen vorbehalten sein. Wenn ich 50 bin, mag ich nicht die Arbeit machen, was ich jetzt mache. Das ist dann schon zu anstrengend wahrscheinlich. Ab 50 da wieder einen Job zu finden, ist sehr, sehr schwer. Ich habe in jungen Jahren noch mehr Zeit, irgendwas anderes zu machen, Ausbildungen, was mit dem Alter dann schon immer schwieriger wird. Ich finde das voll arg, dass ältere Leute ab, weiß ich nicht, 50 oder so, dass die sich voll schwer tun, dass sie Arbeit kriegen. Die haben es einmal gelernt, erstens einmal, zweitens einmal. Ja. Sind sie wegen dem nicht besser oder schlechter? Wenn sie qualifiziert sind, sollten sie auch den Job bekommen. Und nicht nur, weil, keine Ahnung, jetzt junge Leute, die kann man vielleicht dann billiger beschäftigen oder
Die arbeiten dann vielleicht effizienter oder schneller, aber trotzdem, ich denke mir, da wird halt dann der Mensch auch irgendwo ziemlich entwertet. Wenn ältere Leute auch Qualifikationen haben, warum sollten die ausgerechnet keinen Arbeitsplatz kriegen? Die brauchen genau das Geld. Ich finde, dass es ihnen vorbehalten sein soll, aber ich finde, dass es ihnen leichter gemacht werden soll, dass man ein bisschen darauf aufbaut, dass man sagt, okay, wenn man jetzt Junge aufnimmt, dass die in 10 Jahren dann vielleicht noch immer fürs Unternehmen arbeiten, dass man die weiterbildet quasi, das bringt ja allen was. Ich finde, dass man Alte nehmen muss, also ich finde, das sollte man selber für sich entscheiden, aber vielleicht, dass man den Jungen ein bisschen eine Chance gibt. Ich meine, so von der Wirtschaft her ist es sicher besser, wenn junge Menschen arbeiten. Aber dann denke ich wieder so dran, dass es eigentlich nur Ausbeutung ist und dass die jungen Menschen dann einfach ausbeutet werden. Ich habe das schon erlebt, dass man einige Arbeitsplätze nicht bekommt, weil man zu jung ist, weil man zu wenig Erfahrung hat. Das ist bei mir auch schon gewesen. Und ich glaube, man kann sich als junge Menschen kann man sich auch irgendwie viel mehr erarbeiten. Jedes Alter, jede Herkunft, jeder Background, also auch Quereinsteiger oder so, kann was zum Unternehmen, zum Team beitragen. Und da kommt es auf die Führungskräfte an, dass die das richtig zusammenstellen. Man sollte nicht jetzt einen Menschen ausschmeißen, weil er älter ist. Es geht nicht um jung oder alt, es geht darum, die Zeit gerecht aufzuteilen. Da habe ich mir letztens etwas angeschaut, wo es dann heißt, der eine arbeitet seine 60 Stunden und der andere kriegt nur einen Teilzeitjob. Ist ja klar, dass da irgendwie alles durcheinander kommt. Und ich glaube, ein älterer Mensch, der nebenbei noch Unterstützung bekommt, ist mit weniger Zeit auch zufrieden. Man merkt es auch bei einem guten Fußballteam, gibt es 1, 2 Führungsspieler, die schon älter sind und erfahrener, dann ein paar Junge, die viel laufen. Also ich glaube, ein Team muss einfach wie so ein Fußballteam aufgestellt sein, ganz gemixt einfach. Natürlich brauchen junge Menschen wahrscheinlich das Geld mehr, weil sie sich wahrscheinlich zum Beispiel gerade eine Familie aufbauen, ein Haus vielleicht bauen oder eine Wohnung brauchen und so weiter. Dadurch brauchen sie einfach mehr Geld, aber wenn man nur junge Menschen anstellen würde, dann können die ja von niemandem was lernen. Und ich glaube, das muss man schon auch schätzen, dass Leute, die schon länger in einem Beruf sind, sich einfach besser auskennen. Und wenn die jungen Leute dann mit denen zusammenarbeiten, können sie viel von denen lernen. Also ich glaube, die Mischung macht's. Es gibt zu viele alte Menschen. Ja, meine Oma ist 92. Also ich sage jetzt nicht, boah, um Gottes Willen, es gibt so viele Leute leid, sondern es gibt wirklich viele Leute leid. Ich werde auch einmal alt werden und dann will ich auch nicht zu viel sein. Bevor es zu viele alte Menschen sind, dann sind ja irgendwo, dann müssen es ja zu wenig Junge sein. Dann kann man das ja verändern. Zu viel kann man nicht sagen, durch das, dass die medizinischen Sachen, die Krankenhäuser alles besser wird und die Leute länger am Leben, das ist bewiesen, deswegen wird die Pension hoffentlich richtigerweise immer höher. Es ist eher halt ein wirtschaftliches Problem, eben durch die Pensionen und so weiter, dass wir halt dann irgendwann nicht mehr die Pensionen zahlen können von den älteren Leuten. Da muss sich halt dann die Politik irgendwie eine Lösung überlegen. Es gibt so viele alte Menschen, wie gemein ist das? Es gibt nicht so viel. Von Menschen gibt es nicht so viel. Aber es wird halt nicht besser. Es wird immer mehr. Ja, sicher, weil wir immer öder werden. Weil wir so ein gutes Gesundheitssystem haben, weil es zu viele reiche Menschen gibt, die sich dann zu gute Medizin und zu gute Operationen leisten können, dass zu lange leben. Das ist schon ein Problem. Es gibt zu wenig Heimhilfe, zu wenig Pflegehilfe. Ja, es soll schon mehr jüngere Menschen geben, aber deswegen braucht man die alten Menschen nicht abzuschaffen. Ich hört sich ziemlich abwertend den alten Menschen gegenüber. Es gibt zu viele alte, grantige Menschen. In letzter Zeit fällt mir halt schon auf, dass es immer mehr werden. Also ich meine es überhaupt nicht böse, es ist einfach nur so, alle Einrichtungen sind dann auch schon auf ältere Leute abgestimmt, wo sich die Jugendlichen dann auch denken, ja okay, ich bin hier nicht erwünscht, ich sitze in einem Café und ich werde blöd angeschaut, nur weil ich jung bin. Und das finde ich dann auch, das geht mir leider wirklich auf die Nerven, wenn dann alles schon auf ältere Menschen abgestimmt ist und ich lebe auch hier, ja, und ich bin nicht alt. Mir geht es dann ganz anders. Ich denke mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Sie gehen mir deswegen zwischendurch auf die Nerven, weil sie einfach so verschlossen sind für neue Dinge. Aber wenn ich schon allein die her immer mit dem Schilling.
es gibt keinen Schilling mehr seit weiß nicht wie vielen Jahren und sie kommen noch immer mit dem Schilling. Sie sind einfach so verschlossen für die neue Welt. Und das hat sich einfach viel geändert, weil wir einfach viel Technik haben und. Das können sie einfach oft nicht verstehen. Also sie sollten sich auch ein bisschen an uns anpassen, weil es heißt oft dann die Jugend von heute. Ist so, wir sind anders aufgewachsen, mit ganz anderen Dingen und wir haben einfach viel mehr gehabt und deswegen sind wir so, wie wir sind. Dass ich ein Problem mit älteren Menschen habe, ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr angenehm. Ich rede auch zum Beispiel ganz gerne mit meiner Großmutter, auch wenn die vielleicht schon ein bisschen dement ist. Die haben ganz viele Geschichten zu erzählen, die haben ganz viel erlebt, was wir uns gar nicht vorstellen können in der jetzigen Generation. Deswegen finde ich das ja irrsinnig wichtig, dass es viele alte Menschen gibt, die uns noch belehren auf diese Art und Weise. Vielleicht haben die nicht immer recht, das nicht, aber die haben Geschichten zu erzählen, die wir dann auch wieder weitererzählen dürfen. Deswegen finde ich alte Menschen eigentlich sehr besonders.